Was war für Sie das Exotische am Osten? Es war der Vergleich, wenn wir jetzt mal diesen anderen Teil Deutschlands nehmen, zwei völlig unterschiedliche politische und wirtschaftliche Systeme. Dann die Gleichheit der Menschen. Wir sprechen eine Sprache, haben die gleiche Mentalität. Wir denken, fühlen gleich, zumindest im Großen und Ganzen. Und ich spürte auch eben ein ungeheures Zusammengehörigkeitsgefühl, was mir auch entgegengebracht wurde. Und so war es einfach, dass ich bei den vielen Besuchen, die sich kontinuierlich über die ganzen Jahre und dann quasi Jahrzehnte hingezogen haben, dieses Gefühl immer weiter gewachsen ist. Denn ich bekam immer mehr Aspekte, die mir angetragen wurden. Und ich habe immer mehr Eindrücke gesammelt, überwältigend viel schöne Eindrücke, auf jeden Fall immer interessante, natürlich auch zwiespältige, zweifelhafte und natürlich auch problematische Eindrücke. Herr Dorfer, wir müssen jetzt hier so einen ganz großen Kreis schlagen man hört es im Hintergrund, von der Fußball-Weltmeisterschaft zu Ihrer ersten Begegnung mit der DDR, was so ungefähr, ich glaube, 30 Jahre jetzt zurückliegt. Genau 30 Jahre, ja. Und Sie sind, glaube ich, als 16-Jähriger das erste Mal nach Dresden gekommen. Ja, das ist richtig. Und wie waren so Ihre ersten Eindrücke, als Sie sozusagen den Osten mit dem Zug erreicht haben? Also kurz und gut, wie war der Grenzübergang? Wieder deine Hand. Ja, es war so, dass ich als 16-Jähriger noch keinen Führerschein hatte. Ich bin mit meiner Mutter damals in dem sogenannten Interzonenzug gefahren, der von Frankfurt am Main Abfahrtsstation, und unser Zielbahnhof war Dresden-Neustadt. Und wir überquerten die Grenze in dem Bereich Bebra, Gerstungen, Eisenach. Und ich war natürlich schon sehr gespannt und wusste eben, dass ich in ein ganz anderes Staatensystem fahre. Viel konnte man sich nicht vorstellen als 16-Jähriger. Ziel war es eben, Verwandtschaft zu besuchen, den ältesten Bruder meiner Mutter und seine Familie. Und nachdem die ganzen Formalitäten erledigt waren, stieg man also in den Zug in Frankfurt am Main und fuhr dann nach einiger Zeit über die Grenze. Das war für mich natürlich sehr beeindruckend, diese ganzen Sperranlagen zu sehen. Und besonders aufgefallen sind mir mehrere Brückenpfeiler aus Sandstein, die stachen optisch sehr heraus in der Landschaft. Und diese Brücke war nicht fertiggestellt worden. Und nach wenigen 100 Metern hielt der Zug in dem Grenzbahnhof Gerstungen. Und ja, dort war eigentlich das erste Zusammentreffen auch mit offiziellen Vertretern des anderen deutschen Staates. Dieser Grenzübertritt fand am Tage statt. Es war auch nicht neblig, aber man kann sich sowas natürlich gut vorstellen, kann jeder. Und ich wusste auch als Teenager, dass diese Grenze eben außerordentlich stark bewacht wurde. Und ja, dann traten die Uniformierten ein, Angehörige der Grenztruppe der DDR sowie die Zollorgane, und gingen nach ihrem vorgegebenen Schema die Kontrolle an. Passkontrolle, Visumkontrolle und dann eben Gepäckkontrolle. Und das war an sich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war kühl, nüchtern, nicht unfreundlich, aber unterschwellig hat man das auch als 16-Jähriger gemerkt. Diese Herrschaften, die da Dienst tun, Damen und Herren, können sehr unangenehm werden.
Sie sind ja dann auch immer wieder gekommen. Was hat Sie da bewogen? Was ist das für ein Gefühl gewesen? Wo ist das Gefühl hergekommen? Sicherlich war es auch ein Gefühl, als kleiner, unbedeutender Teenager auch einen Beitrag leisten zu wollen, dass man schon eine Zusammengehörigkeit hat, soweit man das als Teenager oder als junger Erwachsener überhaupt entwickeln kann. In der Regel hat man andere Interessen. Und bei mir war dieses Interesse sehr stark ausgeprägt und hat sich auch immer weiterentwickelt. Und ich habe natürlich auf die Art und Weise den Vergleich gehabt zwischen beiden Systemen und habe gespürt, dass ich sehr viel über dieses andere deutsche System erfahren möchte, dass ich darüber gerne eine Menge lernen möchte. Ob das jetzt nun das politisch-ideologische gewesen ist oder das wirtschaftliche. Und natürlich habe ich dann auf den ganzen Reisen auch immer wieder neue Leute kennengelernt, die natürlich nicht zur Verwandtschaft dann alle gehört haben. Und da gab es immer wieder neue Aspekte, die immer wieder auch neue Reisegründe geschaffen haben. Zum Beispiel? Das waren dann auch später, als ich dann als 18-Jähriger mit dem eigenen Auto rüberfahren konnte, wunderschöne Ausflüge in das weltberühmte Elbsandsteingebirge. Dort zum Beispiel der Besuch von der Bastei oder der Festung Königstein. Dann war es natürlich auch, um mal sehr ins Detail zu gehen, mehrere Besuche in der Porzellanmanufaktur von Meißen. Und die ganze Landschaft um Dresden herum, die hat mich doch sehr gereizt und fasziniert. Was war so ein schöner Eindruck? Ein schöner Eindruck war, dass ich von sehr vielen Bürgern Mitteldeutschlands große Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft erfahren habe, auch wenn ich sie gar nicht kannte. Wenn es vielleicht nur die banale Frage gewesen ist, wo finde ich diese oder jene Sehenswürdigkeit oder diese oder jene Straße oder in welche Richtung muss ich gehen, welche Straßenbahn muss ich nehmen, wo muss ich mit dem Auto hinfahren. Ich wurde nie diesbezüglich unfreundlich behandelt und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und das bestärkte auch wieder das Gefühl, dass wir einfach zusammengehören. Da bietet sich jetzt an, dass ich mal nach so einer negativen Erfahrung frage. Oder wie Sie selber ausgedrückt haben, nach einer zwiespältigen Erfahrung. Was meinten Sie damit? Ja, zwiespältige Erfahrungen, wie sich sicherlich jeder denken kann, waren das dann natürlich Erfahrungen mit offiziellen Vertretern des anderen deutschen Staates. Es war also so, dass mich oftmals der rüde Ton gestört hat, auch auf freundliche Fragen hin. Ja. Ich empfand das generell als unpassend und auch als sehr unhöflich. Und habe irgendwie gespürt als Teenager schon und später auch als Twen, wie man das so im Neuhochdeutsch sagt, dass dieser andere deutsche Staat sich auf diese sehr ungeschickte Art und Weise selber die Möglichkeit nimmt, sich Sympathien zu erwerben. Für mich auf der einen Seite verständlich, was die Doktrin anging, auf der anderen Seite im zwischenmenschlichen Bereich beim Gespräch von Mensch zu Mensch eben völlig unpassend. Haben Sie ein konkretes Erlebnis gehabt? Das waren natürlich Begegnungen beispielsweise auf den sogenannten Volkspolizeikreisämtern, wenn man sich anmelden musste. Blaffender Umgangston. Geben Sie mal einen Reisepass her. Wie lange wollen Sie bleiben? Da haben Sie das Feld nicht ausgefüllt. Haben Sie das nicht gesehen? Können Sie nicht lesen? Sowas schürt Aversion. Und
das mochte ich nicht und ich habe gemerkt, dass es den meisten Bürgern dieses Staates selber sehr unangenehm und peinlich war, denn sie mussten der Sache hilflos zuschauen. Und für die Westdeutschen war es einfach so, dass sie gesagt haben, inwieweit nehmen wir das auf uns, um unsere Freunde, unsere Verwandten und Bekannten überhaupt noch zu besuchen. Aber das war ja auch das Ziel der Doktrin, möglichst breite Gräben aufzureißen. Ist Ihnen auch mal Ablehnung zum Beispiel entgegengetreten? Oder, ja, die wurde in ganz, ganz seltenen Fällen schon mal geäußert, ob das jetzt mal so eine Art Gruppenleiter von der FDJ gewesen ist, der halt deutlich gemacht hat, im Grunde genommen sehen wir dich hier als unerwünschte Person. Wir sehen dich als Gegner aus dem KA, aus dem kapitalistischen Ausland oder aus dem NSW, aus dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet. Ich habe das zur Kenntnis genommen und habe allerdings auch gemerkt, dass mit diesen Leuten eigentlich nicht zu reden oder gar zu diskutieren war. Sie hatten ihre vorgefertigte Meinung. Das nimmt man schulterzuckend zur Kenntnis. Auf der anderen Seite natürlich auch bedauernd. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese wenigen Personen im Nachhinein vielleicht auch mit Bedauern das gesehen haben. Sie haben nämlich eine Situation verpasst, etwas über das andere Deutschland zu erfahren. Aus der Sicht eines anderen jungen Mannes, der halt kein FDJ-Mitglied ist und der halt nicht in diesem Teil Deutschlands wohnt, sondern im anderen Teil Deutschlands. Zur gegenseitigen Horizonterweiterung hätte es sicherlich beigetragen, aber das lag, wie Sie besser wissen als ich, nicht im Sinne der Doktrin und ihres Systems. Und wie ist das konkret passiert? Sind Sie auf jemanden gestoßen? Sie sagten, es war ein FDJ-Funktionär oder so? Oder wie ist das passiert konkret? Es war beim Essen eine kurze Begegnung in einer Lokalität in Gera. Und das hat auch nicht lange gedauert. Ja, und man ging dann einfach wieder auseinander. Ich denke aber, dass wir auch durch diese kurze Begegnung beide etwas gelernt haben, dass man sich nicht jeder Person nähern kann und sicherlich auch nicht nähern muss, auch wenn man interessiert ist, etwas Neues zu erfahren. Und dann war natürlich die Ablehnung seitens der Offiziellen, ob nun uniformiert oder sonst in irgendeiner Form im Staatsdienst, denen im Zweifelsfalle ungesetzliche Kontaktaufnahme vorgeworfen worden wäre. Aber das waren die damaligen Vorschriften oder militärisch gesagt Befehle. Daran hatten sich diese Menschen zu halten. Und ich hatte mich dem auch in gewisser Weise unterzuordnen. Es wäre sicherlich sehr, sehr unpassend gewesen, da in irgendeiner Form ständig nachzusetzen und nachzufragen und nachzubohren. Ja, gibt es da nicht doch eine Möglichkeit? So etwas schafft vermeidbare Konflikte. Man sollte es dann lassen.